Leder. Ein hochwertiger Werkstoff, aus dem sich so viel machen lässt. Guido Netzer aus dem Westerwald fertigt aus feinstem Büffelleder edle Sättel. Das robuste Naturmaterial fordert den Sattler immer wieder aufs Neue. Du erarbeitest das ja. Das ist ja nie gleich. Du zeichnest das mit Bleistift aufs Leder und dann schneidest du es erst und dann wird es runtergehauen. Aber du hast jedes Mal bei einem neuen Sattel wieder eine andere Idee und denkst, ach, da noch ein Blättchen und oh, machen wir vielleicht da noch ein Blütchen. Benno Zwick aus Pirmasens macht feine Schuhe nach Maß. Dafür verwendet er verschiedene Lederarten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Einen schöneren Beruf kann er sich nicht vorstellen. Also wenn ich 100 Jahre alt wäre, mache ich es mit 100 noch. Weil ich mache das einfach gerne. Das ist, das kann ich, das ist das Einzige, was ich kann. Das ist mein Beruf. Ja, ich mache es gern. Mit Leidenschaft. Ich bin leidenschaftlicher Handwerker, Schuhmacher. Leder von der Oasenziege aus Afrika. Das Lieblingsmaterial von Buchbinder Johannes Schneider für hochwertige Ledereinbände. Seine Werkstatt in Mainz hat ihren ganz eigenen Charme. Es kommen Leute hierher, die sagen, hier sieht es aus wie bei Harry Potter. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber die Werkstatt vermittelt hier eine gewisse Stimmung nach der alten Zeit. Wir stellen Ihnen 3 Handwerkskünstler vor, die ihre Leidenschaft für Leder zu ihrem Beruf gemacht haben. Erste Station, der Sattler. Wallach Skippo bekommt einen neuen Sattel. Erster Akt, Sattlermeister Guido Netzer scannt den Pferderücken. Wir messen jetzt, Achtung, das war eine sehr schöne Messung. Die ausgewerteten Daten der 3D-Messung sind Grundlage für einen maßgeschneiderten Sattel. Gefällt so von der Proportionen. Ein Westernsattel soll es werden, ähnlich wie der Mustersattel, allerdings schokoladenbraun mit schwarzen Einfassungen und schwarzem Sitz. Bis Skippo aufgesattelt werden kann, wird der Sattlermeister in seiner Werkstatt etwa 40 Stunden damit verbringen, den Sattel von Hand zu bauen. Das Rückenmodell von Skippo. Ergebnis der digitalen Messung. Es passt genau in diesen Sattelbaum hinein. Perfekter Sattelbaum für dieses Pferd. Der Sattelbaum ist eigentlich wie auch beim Schusterhandwerk wie der Leisten. Gibt die Form vor, die der Sattel nachher hat. Jetzt haben wir hier ein Leder fürs Gallett ausgesucht. Das habe ich mir jetzt hier schon mal aufgezeichnet und schneide mir das jetzt schon mal aus. Das Gallett ist das erste Leder, das vorne auf die Fork aufgezogen wird. So wird er mal aussehen. Ein Traumsattel. Wenn Cantle und Fork bezogen sind, wird der Sitz aufgebaut. Mit silbernen Conchas und Bändern. Wenn man so eine ganze Haut sieht, das hier ist die Mittellinie ist eigentlich da, wo die Wirbelsäule herläuft. Und wenn man jetzt die Einzelteile immer links und rechts gleich macht, also ein Fender hier, ein Fender da, eins gehört hier, eins gehört da, dann hat man die immer in der gleichen Stärke und auch in der gleichen Struktur. Bei allen ausgeschnittenen Lederteilen werden die Ränder ausgedünnt. Ausgeschärft, sagt der Sattler. Dafür gibt es eigens eine Maschine. Und alle Lederteile werden, bevor sie auf den Sattelbaum aufgezogen werden, in handwarmem Wasser geschmeidig gemacht. Mal kürzer, mal länger, ganz nach Gefühl. Jetzt beziehen wir das Kendel, also ziehe es so schon mal auf, lege mir den Sattelbaum dann auf den Tisch und schieße es an einer Seite schon mal fest. Und das kann ich kontrolliert nachziehen. Hier schöne Spannung habe, alles glatt anliegt. Dann kann ich dann auf der anderen Seite auch noch festtackern. Mit Augenmaß schneidet Guido Netzer das Leder dann am Cantle zurecht. Dann wird die Kante hinten umgelegt. Und in Form geschlagen, geklopft, gehämmert. Schön dicht an das Cantleholz heran. Das Cantle-Leder wird später mit dem Sitzleder vernäht. Es muss also genau an der Kante sitzen. Man kann schon ungefähr erahnen, wie charaktervoll der Sattel wird. Das Leder habe ich
angenässt wieder. Jetzt muss ich es anformen, so dass es genau in der Mitte liegt. Dazu benutze ich Walkhölzer, wo ich das erst in Form walke, so dass ich die Kante wieder gut erkennen kann, wo nachher wieder die Naht angesetzt wird. Das lege ich mir jetzt hier zum Einpinseln. Kleber nutzt man immer so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Durch das Walken habe ich mir meinen Anhaltspunkt gelegt. Das lege ich jetzt wieder auf die Holzkante. Drücke es schön in der Mitte rein, damit da keine Spannung ist. So, und jetzt kann man das noch ein bisschen zurechtschneiden. Schon auf Maß. Genug Material braucht man halt. Hier nach unten ein wenig wegschärfen, damit wir einen weichen Übergang bekommen. Das ist für die Bequemlichkeit des Reiters sehr wichtig, damit er gut im Sattel schwingen kann auch. Guido Netzer beginnt damit, das Sattelhorn zu verkleiden, mit einem der Leder, die er sich am ersten Tag schon geschnitten hatte. Das Hornunterteil. Dann kann man es hier schon mal stramm ziehen, schauen, ob es gut sitzt. Dem kleinen Horn widmet Guido Netzer viel Aufmerksamkeit. Charakteristisch für den Westernsattel diente es ursprünglich als Festpunkt für das Lasso. Mehrere Lederschichten werden auf das Horn aufgeklebt und gewalkt, später genäht. Dann mache ich hier noch mal 2 Nägelchen rein. Da das Horn eines der am meisten strapazierten Teile des Sattels ist, müssen die einzelnen Lederschichten nahezu untrennbar miteinander verbunden werden. Wird ja ein Sattel fürs Leben. Und dann kommt das eigentliche Horn, die eigentliche Hornverkleidung. So, die ist schon zugeschnitten. Fixiert es mit einem Nägelchen. Horndeckel wieder hochziehen, ein bisschen Spannung reinholen, wieder auf Position kleben, mit den Fingern anlegen, ein bisschen in Form schneiden, damit ich besser sehe, wie die Form nachher auszusehen hat. Der kriegt jetzt einen schwarzen Rolleinfass ums Horn genäht. Die Sattlernaht am Knauf ist die erste Herausforderung für den Meister. Keine Maschine kann das leisten. Oben rein, wieder den Faden auch in derselben Richtung. Ein sogenannter Forellenfaden. Extrem reißfest, wird mit 2 Rundnadeln durch dasselbe von der Ahle gestochene Loch geführt und unten verknotet. Sattlerkunst. Das überschüssige Leder abschneiden, dazu braucht es Erfahrung und Mut. So. Ohne Kraft in Armen und Händen geht beim Sattelmachen gar nichts. Ziehen, 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 drücken, schieben, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ein scharfes Messer, einen Schnitt am Griffloch entlang. Wenn das Leder an der Fork zurechtgeschnitten ist, wird es noch einmal heruntergenommen und ausgeschärft, damit es sich besser ans Holz legt. So, jetzt nehmen wir den Rolleinfass an. Er näht also an die vordere Kante des Forkleders einen schwarzen Lederstreifen und darauf einen Steg aus Leder. Mit Kleber bestrichen wird das schwarze Leder dann über den eingenähten Steg geklappt und eine Rolle entsteht, der Rolleinfass, ähnlich dem schwarzen Rolleinfass am Horn. Jetzt beziehen wir die Fork dann im Ganzen. Nochmal wieder übers Horn. Jetzt müssen wir wieder ziehen, ziehen, ziehen. In Form ziehen. Ja, gut. Keine Welle mehr drin. Dann schneiden wir jetzt mal die großen Teile für den Sattel zu. Dafür gibt es Schnittmuster. Zuerst wird das Skirt ausgeschnitten. 5 mm ist das Leder dick. Sieht aber schon von der Form her sehr gut aus. Also, das ist von der Proportion her echt optimal. So, jetzt können wir hier dann den Skirt punzieren. Und dann schneiden wir die Linien sauber ins Leder ein.
Jeder Sattel ein Unikat. Ins fertig punzierte Leder werden jetzt Löcher geschnitten. Größter Sorgfalt muss das gemacht werden. Das muss ja genau sitzen. Links und rechts auf der gleichen Seite. Ein bisschen nachschneiden. D-Ringe für die Gurtung sind charakteristisch für einen Westernsattel. Sie werden in das Skirt eingearbeitet. Jetzt schieben wir den D-Ring ein in den Schlitz. Sitzt sehr stramm und genau. Gut hochziehen, damit er auch nachher nicht klappert. Bisschen festkleben. Und dann nehmen wir den mit der Maschine fest. Ganz schlichte Edelstahl-D-Ringe hat Guido Netzer für Skippos Sattel gewählt. Wir haben jetzt die D-Ringe positioniert, eingenietet, vernäht. Da können wir jetzt den Skirt zusammenkleben und mal schauen, ob es gut passt. Hinten hat man die Position angegeben, angezeichnet. Gut festklopfen. Und dann wird der Gurtungsbeschlag zwischen Skirt-Oberteil und Skirt-Unterteil eingeschoben. Dadurch muss man die Klebung noch mal lösen. So. Einschieben. Dann passt es genau in die vorgeschnittene Lücke. Auch der Gurtungsbeschlag wird mit dem Leder vernietet. Muss ja einiges aushalten. Präzise, mit Hang zur Perfektion, mit Liebe zum Detail und mit Spaß an der Sache arbeitet Guido Netzer. Zwischen 60 und 80 Sättel verkauft er pro Jahr. Dieser hier wird 4.500 € kosten. So, und jetzt kann man von unten schön die Form des Sattelbaums einwalken, einhauen. Man kann das hier sehr schön reinformen. Hier sieht man dann auch schon den Sattelbaum rausschauen. Ne? Das ist dann wie ein orthopädischer Schuh. Das passt nachher aufs Pferd. Ist genau geformt wie das Pferd und passt genau drauf. Hat aber dann trotzdem die Freiheiten, die das Pferd braucht, um unter dem Sattel zu arbeiten. Jetzt können wir noch den Grundsitz auffalken. Wird dann mit Nägelchen fixiert. Das ist halt der Anhaltspunkt für die Naht dann wieder. Auch der Sitz ist nach Schablone geschnitten und muss angepasst werden. Entschieden, aber mit Bedacht. Feinschleifen machen wir dann nachher noch. So, aber das hier sieht jetzt sehr schön aus. Ein schönes braunes Schaffell ist die letzte Schicht. Danach ist das Skirt, der Rock, endlich fertig. Auch die Fork wird hübsch punziert. Die hat der Reiter ja immer im Blick. Heute wird er also fertig, der Sattel, der nach dem Ölen und Polieren einfach schön aussieht. Wunderbar. Ja, dann kann ich den ja jetzt mit aller Ruhe vernähen, ne? Das Alles ist doch klar. super. Genau, der Sitz wird heute vernäht. Krönender Abschluss sozusagen. So kommen wir jetzt Stückchen für Stückchen ans Ziel. Das ist immer schön. Die Holder, in die die Enden der Gurtriemen gesteckt werden, werden jetzt mit punzierten Lederkonchas befestigt. Das ist Edelstahlkoncha, die man halt mit einem Concha-Andrea, ohne dass man sie verletzt, anziehen kann. So, das ist dann wie eine Blume. Wunderschön. Wenn wir jetzt die Strings einhängen, die werden dann so eingeflochten, eingeschnitten. Kleine Präzisionsarbeit wieder, nicht zu lang, nicht zu kurz. Einmal von unten durch. Schön einziehen. Richtige Position drehen. Noch einen Schnitt. Wieder von unten durch.
ausziehen. Schön drehen und schon haben wir eine super stabile, schöne, feste Verbindung. Die Strings nimmt man zum Befestigen von Packtaschen oder von Jacken und so weiter. Als letztes werden noch die Fender in den Sattel eingeschoben, an denen die Steigbügel befestigt werden. Durchziehen, drin. So. Ein Meisterwerk. Geschafft. Einzigartig. Toller Sattel. Komplett von Hand gemacht. Einfach mit der Ferse fest anstellen und wieder aufstehen. Für einen Maßschuh muss man sehr genau messen. So. Ballen, Spann- und Hackenmaße werden genommen. Also wir machen dann diesen Schuh, die Form. Und dieses mit diesem grauen Leder. Also alles, was jetzt hier grau ist, wird auch bei Ihrem Schuh grau, aber nur mit dem Velourleder. Ja. Wir schneiden das Blatt, das ist der Hauptteil, und der muss sehr gut sein. Nach vorne darf er sich ziehen, auf die Seite soll er sich eigentlich nicht ziehen. Das ist hochwertiges Kalbsleder, pflanzlich gegerbt und schadstofffrei. Daraus wird später das Oberleder, das Blatt. Das Ösenteil aus Velourleder hat dieselbe Stärke wie das Oberleder. Benno Zwick verwendet nur feinste, schadstoffgeprüfte Leder aus Deutschland und Italien, deren Herkunft er genau kennt. Das ist Außenbereich, das ist der Oberlederschuh. Das ist der Innenbereich. Der Kunde wollte ein graues Futter, das ist individuell gestaltbar. Das ist eine Verstärkung für Zwischereien, weil die Leder sehr flexibel sind, sehr weich sind. Die Lederteile kann man nicht einfach so aneinander nähen. Dafür sind sie zu dick. Deshalb werden sie angeschliffen. Wir machen auch zweifarbiger Schuh. Also müssen wir diese Teile hier aufkleben, um das zu vernähen, steppen zu können. Der Kontaktkleber wird beidseitig aufgetragen und muss einige Minuten antrocknen, bevor die Lederteile damit fixiert werden können. Dann kann Benno Zwick die Lederteile des Innenfutters verbinden. Auch das ist feinstes Kalbsleder. Also das wird dann so und kommt dann so in den Schuh rein, innen. Natürlich wird es noch eingelegt, aber das sehen wir noch. Da ist hinten eine Punktbeschichtung drauf, Klebstoff. Durch die Temperatur wird er aufgelöst und wie im Vlies wird aufgebügelt. Und das hält halt gut. Man sieht es hier jetzt, das ist eine Verbindung, das Leder ist jetzt stabil, aber trotzdem noch, wie man hier sieht, ganz weich. Die Quartierteile, das Hinterteil vom Schuh, wird gespannt. Da werden die beiden Teile zusammengenäht. Also hier wird jetzt die Naht ausgerieben. Da kommt ein Band drauf und die Naht wird flach gedrückt. So. Die Naht ist ausgerieben und hinten ist ein Klebeband aufgebracht. Vorder- und Hinterteile fixiert er vor dem Versteppen mit Kleber. So, jetzt sieht man schon, was es werden soll. Ein Schuh. Wir fertigen jetzt das Futter. Das wird hier gesteppt. Die Dreistichmaschine sorgt für eine sehr stabile Verbindung. Jetzt ist das übergangsfrei festgenäht. Und trotzdem ist es unten mit einem Untertritt versehen, dass das richtig stramm ist.
Wir steppen jetzt das Futter ein. Das heißt, es wird hier genäht und gleichzeitig wird das mit einem kleinen Messer beschnitten, dass dieses überstehende Material abgeschnitten wird. Nun stanzt er die Löcher für die Schnürung. Dieselbe Maschine stanzt auch die Ösen ein. Wir setzen jetzt hier links und rechts zwischen den Riegel nochmal 2 Nieten, um dies noch zu verstärken. Wir haben jetzt hier eine Schablone zur Fertigung der Brandsohle. Eine Brandsohle ist diese Sohle, wo im Innenbereich der Fuß aufsteht. Bevor wir jetzt die Brandsohle aufbringen, wird hier ein Stahlgelenk eingearbeitet. Das wird reingenietet. Das Stahlgelenk ist dafür zuständig, dass das Fußgewölbe hier sich nicht absetzt. Das ist wie eine Feder. Der Fuß federt immer wieder hoch und unterstützt nicht den Plattfuß. Jetzt fangen wir an, den Oberschaft auf den Leisten von Hand zu zwicken. Dazu brauchen wir eine Zwickzange. Zuerst wird der Schaft vorne in die Mitte gebracht. Und festgetackert. Das Zwicken, bei dem das Oberleder auf Brandsohle und Leisten fixiert wird, ist ein heikler Moment. Hier zählen Augenmaß und Erfahrung. Er darf nicht schepp sein. Wenn man jetzt auf der einen Seite etwas zu tief zieht, dann sitzt der Schepp drauf, aber hier muss man den Schuh immer wieder in die Hand nehmen. Die schnüren jetzt spezielle Weise, und zwar so, dass sich die Schnürung selbst zuzieht. Wenn ich jetzt hier ziehe, dann kann ich ihn hier noch etwas höher ziehen und dann bleibt es automatisch zu. Der Oberfaden klemmt den Unterfaden. Das ist das Wichtigste eigentlich. Doch bekommt der Schuh seine Form. Wenn der krumm ist, kann man ihn nicht mehr gerade machen. Aber so sieht er ganz gut aus. Jetzt wird das alles eingestrichen mit Klebstoff. Einfach nur zur Fixierung. Zuerst werden Ferse und Seite zugezwickt. Oberleder und Futter zusammen. Und dann wird der Vorderbereich gezwickt. Ferse und Seite sind geschlossen. Jetzt machen wir die Spitze zu. Aber nur Futter, weil da noch eine Vorderkappe rein muss. So, die Vorderkappe befindet sich schon in meinem Backofen. Das ist eine thermoplastische Vorderkappe. Dann kann er auch das Vorderteil des Oberleders zwicken. Jetzt muss der Schuh trocknen, die Klammern kommen raus. Jetzt wird erst mitten ausgeballt. Dazu nehmen wir ein Stück Kork, wird eingestrichen, dass diese Fläche eine gerade Fläche gibt. Der Kontaktkleber muss dann einige Minuten anziehen. Der wird jetzt einfach aufgelegt
und fest in die Zwischenräume eingeschlagen. Das kann man einfach so wegknicken, wird eh noch mal verschliffen. Jetzt wird der Rahmen gesetzt. Diese kleinen Unebenheiten, die hier entstehen, wird durch diesen Rahmen ausgeglichen. Dort jetzt gibt es ein schönes Bild. Die Sohle hat mehr Aufstand und die Holznägel geben dem Rahmen dann später auch noch viel mehr Halt. Das ist also im Grunde nicht nur Optik, sondern auch Stabilität. Korkausballung und Rahmen werden glatt geschliffen, damit eine ebene Sohlenfläche entsteht. Der Klebstoff ist jetzt getrocknet und jetzt wird die Zwischensohle aufgebracht. Wenn man hier jetzt ins Leder schneidet, ist der Schuh kaputt. Brandsohle, Rahmen, Zwischensohle werden jetzt miteinander verbunden mit dem Holznagel. Wenn man jetzt seitlich dran hält, Holznagel geht so viel rein, die Spitze ist im Leisten, also okay. Holzgenagelte Schuhe sind sehr stabil. Durch die Feuchtigkeit im Schuh quellen die Holznägel auf und machen die Verbindung noch fester. Die Holznägel schleift er nun bis auf die Zwischensohle herunter. Also der Schuh muss sich hier mit einem Finger sauber nach vorne abrollen lassen. So, wie eine Wippe. Wir kleben jetzt die Laufsohle auf die Zwischensohle, wo wir die Holznägel eingeschlagen haben. Eine Hydraulikpresse sorgt für den nötigen Druck, den die Klebeschichten brauchen, um sich unlösbar zu verbinden. Zwischensohle und Laufsohle fertigt Benno Zwick aus Ledern, die 18 bis 20 Monate in Gruben mit Eichenlohe gegerbt wurden. Sie sind extrem belastbar. Wir haben den Absatz aufgebaut und jetzt wird er befestigt. Dazu wird er kurz aufgesetzt, gucken wie er passt, hinten, vorne, und jetzt wird er aufgesetzt. Das Glattschleifen der Sohlenkanten verlangt Fingerspitzengefühl. Zu viel Druck und sie wird angesenkt. Das gibt hässliche Brandflecken. Der große Augenblick, der Leisten kommt aus dem Schuh. Und jetzt kommt innen eine kleine Einlage, das ist bei uns eine Latex-Einlage mit einem kleinen Fußbett, aber nur im Rückfußbereich. Das Innenleder ist das gleiche Leder wie das Oberleder. Ich habe das nur gespalten und habe das nur durch kleine Löcher versehen, dass der Schweiß noch schneller weg kann. Ich verklebe es erst hintere Seite. Wenn ich das Ganze jetzt einstreichen würde mit Klebstoff, kriege ich die Sohle nie rein. Das gibt dann ein richtiger Knäuel. Weil das ist also ich finde eine ganz schwierige Baustelle, die Sohle sauber einzukleben. Dann bekommt der Schuh seine Schnürung. Fertig. Da blitzt der Stolz des Handwerkers auf. Jo, das war's. Ja. Ein Buch wird gebunden. Eine Familienchronik mit Ledereinband.
Über 30 Arbeitsschritte braucht es, um für bedrucktes Papier einen bleibenden Rahmen zu schaffen. Jetzt haben wir das letzte Mal besprochen, Sie wollen ein Ganzlederband. Habe ich Ihnen da was zu zeigen. Das ist ein grünes Oasenziege. Sie können ja auch mal fühlen. Das ist ein sehr schönes Leder und da steht auch das Gold sehr gut drauf. Johannes Schneider beginnt mit dem ersten Arbeitsschritt. 4 Buchseiten sind auf einem Papierbogen gedruckt. Die falzt er nun in Handarbeit. Was aussieht wie eine Routinearbeit, erfordert Sorgfalt und Konzentration. Ein Fehler beim Falzen oder bei der Reihenfolge der Seitenzahlen, schon ist das Buch beschädigt. Und jetzt wird es nochmal mit dem Falzbein hier entlang gefahren. In der hydraulischen Presse wird der Buchblock zwischen 2 Holzbrettern fest zusammengepresst. Das dauert eine Weile. Das Vorsatzpapier stellt die Verbindung zwischen Buchblock und Buchdecke her. Jetzt falze ich das einmal. So. Jetzt werden die Vorsätze angebracht auf dem ersten Bogen. Leimen gehört zum Handwerk. Kiloweise verbraucht der Buchbinder spezielle Leime mit unterschiedlichen Abtrocknungszeiten. Vor dem Binden sticht Johannes Schneider die Ösen mit der Ahle vor. Jeweils 8 Stiche setzt der Meister immer von innen nach außen, an den Punkten, die er auf der Schablone markiert hat. Der Heftrahmen, Symbol für das Buchbinderhandwerk. Den Bindefaden zieht Johannes Schneider durch Bienenwachs. So läuft der Faden besser durch die Papierösen. Leicht gleitet der Heftfaden durch die vorgestochenen Löcher. Lage um Lage wird miteinander verbunden. Über Jahrhunderte hat sich die Fadenheftung bewährt und ist der reinen Klebebindung deutlich überlegen. Also das geheftete Buch ist das stabilste. Die letzte Lage wird mit dem Vorsatzpapier verbunden. So. Jetzt wird der Buchblock abgeleimt. Das heißt, zwischen Bretter gesetzt und dann mit Leim fixiert. Die Kombination von Fadenheftung und Leim sorgt dafür, dass dieser Buchrücken die Seiten sehr lange zusammenhalten wird. Die Größe des Buches wird per Schnitt bestimmt. Der Meister ist zufrieden. Der Buchblock hat nun glatte Kanten. Ein weiteres Mal kommt der Buchblock zwischen 2 alte Bretter und wird hydraulisch gepresst. Am nächsten Morgen präsentiert sich dem Buchbindermeister ein stabiler, fester Buchblock. Jetzt bringt Johannes Schneider die Hülse an. Sie verbindet den Buchblock mit der Buchdecke.
Der schmale Streifen aus zähem braunem Papier verbessert das sogenannte Aufschlageverhalten und erhöht die Haltbarkeit des Buches. Das fertige Buch erhält auf diese Weise einen stabilen, hohlen Rücken. Das Falzbein eignet sich auch zum Andrücken der Hülse. Der Buchblock ist fast ein fertiges Buch. Es fehlt nur noch der Einband. So, jetzt schneide ich die Deckel zu und die Rückeneinlage. Jetzt brauchen wir noch den Buchrücken. Also hier müssen wir den Buchrücken ermitteln. Und überprüfe jetzt, ob das passt. Ja, das passt sehr gut. Jetzt geht's dem Buch ans Leder. Oasenziegenleder von der kleinen Sudan-Ziege ist sehr haltbar und hat eine interessante Naturnarbung. Ein Klassiker unter den Bucheinbänden. Ich lege mir jetzt die Deckel grob an. Jetzt mache ich mir hier eine Linie. Das wertvolle Leder bearbeitet Johannes Schneider sehr vorsichtig. Diese Strukturen sind ganz wichtig. Also jedes Fell ist anders und hat eine wunderbare Zeichnung, die eigentlich diese Oasenziege ausmacht. Man sieht Verletzungen an Sträuchern, Einschüsse. Und diese Struktur, die bringt Bewegung ins Leder. Es gibt ein ganz glattes Leder, da tut sich gar nichts. Aber hier lässt sich eine Geschichte daraus empfinden. Und drum ist diese Oasenziege so wertvoll für uns. Mit der 100 Jahre alten Pappschere schneidet der Meister das Leder auf die Größe des Buchdeckels zurecht. So, als nächstes müssen wir die Kanten schärfen, die Einschläge. Durch dieses Ziehen dehnt sich das Leder und ich prüfe jetzt, ob meine Markierungen noch in Ordnung sind. Ja. Das sieht ganz gut aus. Hier auch. Beim Schärfen müssen Kraft und Geschicklichkeit in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Der Buchbinder darf nicht zu fest ziehen, aber auch nicht zu schwach. Die richtige Spannung bringt den Erfolg. Als nächstes verbinden wir die Deckel mit dem Leder und dazu schmiere ich diese Pappen jetzt an. So. So, guck. Jetzt drehe ich das um und jetzt sieht man, dass das hier so Falten wirft. Und das kriegen Sie jetzt weg, indem Sie das ziehen. Wer häufig ein Buch in den Händen hält, denkt kaum darüber nach, wie aufwendig der Einband behandelt wird. Er soll ja auch lange halten. Deshalb arbeitet der Meister akkurat. Filigrane Handarbeit im besten Sinne.
mit rustikalem Abschluss. Jetzt sieht der Bucheinband außen schon sehr schön aus. Wir müssen jetzt hier einen Ausgleich machen. Das dünn ausgeschärfte Leder würde sich sonst an dieser Stelle durchdrücken. So. Mit der Glättwalze drückt der Buchbinder den Ausgleichskarton nochmal fest auf den Buchdeckel. Der Einband sieht nun auch innen schon perfekt aus. Am nächsten Tag, die Goldprägung steht an. Über 12 Jahrzehnte haben sich in der Werkstatt viele komplette Schriftsätze angesammelt. So, jetzt kommen wir an unseren Schatzschrank. Mit den Buchstaben aus dem Setzkasten setzt der Buchbinder mit der Hand den Buchtitel in den Schriftkasten. Der Schriftkasten und die Messingbuchstaben werden auf 120 Grad erhitzt. Die Buchstaben werden mit Heißprägefolie aufgetragen. Goldfolien sind von jeher besonders beliebt. Nun darf kein Fehler passieren, sonst ist der Buchdeckel ruiniert. Jetzt teste ich. Ja. Nehmen wir eine Folie und schau jetzt. Ja. Wir prüfen jetzt, ob die Decke passt. Wieder ein kritischer Moment. Legen das so ein. Passt der Buchdeckel nicht genau, muss er neu gemacht werden. Die Kanten. Das sieht gut aus. Endlich wird zusammengefügt, was zusammengehört. Der Buchrücken wird vorgeleimt. Und anschließend der Buchblock in den Buchdeckel eingehängt. Jetzt wird es nochmal geprüft. Jetzt ist der Buchblock fixiert. Eine feste Verbindung für die Ewigkeit. Ja, das sieht gut aus. Das ist jetzt sehr schön geworden, finde ich. Ich zeige es Ihnen mal. Die Stellen, die zuletzt eingefügt wurden, die Fotos. Ist auch ein sehr schöner Druck geworden. Ja, sehr schön. Die Buchbinderei hat durchaus Zukunft, weil sie eben etwas vermitteln, wonach die Leute heute Sehnsucht haben. Sehnsucht nach einem hochwertigen, langlebigen Produkt. Nach einem Buch fürs Leben.